Ja, Morris en iedereen. Ik heet iedereen hartelijk welkom weer door kijken net. Über livestream, YouTube. Mocht God je zegenen. En dit is de MGC kerkje van Vauxhall, Alberta. En er een vreemde zijn. Die zijn hier van Vauxhall, Alberta. En wat je privé aan ieder kijken doen. Maar we weer gaan we beden. Grote God in voor hem hemel. Gott, wir kommen hier zu dir und wir sagen dir Dankeschön, dass du noch einmal ein Leben ja gehabt hast. Und du wirst einmal lebendig bleiben, Gott. Dankeschön, Gott, dass wir können uns an die vorstellen. In so eine Umständen, wo wir nicht sind, mit dem Virus, Gott, du bist du für uns. Und Gott, du bist ein allmächtiger Gott, ein allweitender Gott. Gott, du willst krack, was du angehen wird. Und du willst krack, was du angehen wird. Was du willst angehen. Du willst für das, was ich drehen, Gott. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns wollen an die vorstellen, Gott. Dass wir nicht wollen, uns so viel vertiefen, was die Welt anzubieten hat, und ganz viel und von die Gott bin. Wie best der will uns was durch das Leben entführen. Gott, wir sagen die Dankeschön, dass wir hier Kansas der Top kommen. Und wir wollen hier diverse Leute singen. Und wir wollen die zu ihr und die loben und preisen damit. Amen.
Freitag dat je een deelneemt aan deze aandacht van deze morgens. Als we in de boodschap naar gaan, wil ik een paar bemerkingen geven. Eine ist erst, dat voor die van jullie wat de feit werk hadden afgedeeld. De online banking down en dat adres MBSdonations at hotmail.com. En wat we gleichen, aber je dadurch online banking, je kan ook wel een check uitschrijven en checken met aan door het box 425 Waxhol, dan wordt het T50K, het K2K0, 2 dingen zijn en dat is dat wanneer we gleich een deel te nemen aan gebedstunden, aan medwerksover's, wie dan half 8 sowas, daar hebben we gebedstunden en dat hebben we over Zoom. So voor die van jullie wat een computer hebben, of een cellphone en zo, je daar bloß den app offloaden en dan kan je over Zoom kan je deel nemen aan de gebedstunden, wanneer je wil. Ik wil almost over de mannengroep en Tina wat over de vrouwensgroep, waar we een link checken en wanneer je niet een part van die groepen zijn, we den gleichen, dan doet Rolando en Justina, Tina en mij aanroepen en wat we doen zijn dat je een toernooistap wordt. En niet bloß dort, wenn je den gleichen, die sind nicht im Part von dieser Gruppe, die würden gleich an der Bibelstunde, Gebetsstunde sein, ruft uns an, dann wollte ich den Link schicken dafür. Danach der nächste, denke ich, erst wieder am Freitag so, dass wir Bibelstunde haben. Und so, wenn je würden gleich in den Delta nehmen durch lasst mir auch weiten, wir dann dort auch über Zoom, so dann wollen wir dort auch bloß den Link schicken dafür. Naja, wenn wir noch beten, dann fangen wir an mit der Botschaft. Himmlische Vater, danke schön für Mitanstand von der Samaris, danke schön für die Wort, in der wir dürfen studieren, und dass wir dürfen anwenden in unser Leben. Herr Gott, musst du uns leiden durch die Botschaft von der Samaris, musst du einfach geehrt in gelobt und gepreist werden, von wo immer wir sind, tussen im Keller, in der großen Stube, wo immer das ist, aber wir können die alle top als heute uitroepen die en loven en prijzen die in Jezus die noemen. Amen. Nou ja, ik weet dat in de laatste paar weken, de 5 weken zo wat, hebben we nu al wat dingen ondersteund hier in de kerk. We hebben nu al de laatste 5 boodschappen, we deden een livestream en dan deden we intussen aan waren abschnaken en dan de uploaden om zin om dat die te zin gereed werden en voor dat we livestream. Maar dat is een ganz andere wereld voor ons. En daar handelt zich erom dat de krankheid zo rief als alle in ram ons en dat schijnt zich zelfs auf alle mensen het leven even kop gedraaid. En dat merkt plus een grote onderscheid in wat we dingen doen. Wenn wir nur die Neuigkeiten hören, dann sind wieder einige Menschen, die sagen, das ist das Schlechteste, denkt, was es gibt. Und der nächste sagt, das ist nicht so schlimm. Und wenn wir bloß in die Neuigkeiten hören, dann wollen wir einfach drauf, wenn das so verschieden, dann merkt das Mensch gleich ab will, und dann gibt das dort auch eine Arbeit hat. In unserer Familie, da habe ich was angefangen in der letzten Woche. Ich tue mal unsere Jungs in der Klasse. Und so dann denke ich alle Tag, da ich erst ein bisschen ungesehen. Dann schicke ich die Jungs links nach Hause, und was die müssen lesen. En zo, ik kijk, wat zegt de regering? En einmal kijk ik, wat zijn dokters? En wat zegt de nieuwigheden?
En dan maakten die alle dagen bloß een Einsatz abschrijven van bemerkingen. En dan, maar dat is alle, wie het weer riep aas en wie weer gestudeerd hebben, dan worden er nog een brief geschreven te mij, een report. En wat ik doe met dat, met onze kinderen, is einfach leren dat bloß wenn jemand dat zegt, meint nicht, dat het zo is. En so wir müssen lernen, kritisch zu denken, kritisch dat even te evalueren, zu sagen, wat is Wahrheit, wat is nicht. Bloß wenn die eben nicht kommen, meint nicht, dat het zo is. So, das ist eines, was wir tun, und ich glaube, das arbeitet gut. Aber unsere Welt ist über Kopf gedreht, sozusagen, und wir sehen dort immer weiter, dass Menschenweisheit regt bloß nicht zu, als viel Gottes Weisheit. Und vielleicht muss weit wie uns nicht mehr dummert. Und so dann mit den Gedanken, ja, kann ich von dir noch eine Botschaften anfangen, an den Thema von, wenn Gott nicht tät. Weil wenn Gott Wort nicht tät, weil kostet Antwort, wenn Gott nicht tät, Gebete antworten, dass wir glauben. Wenn Gott nicht tät, Krankheit heilen, wenn Gott nicht tät, Dinge anstellen in der Welt, das wir gleichen. Wenn Gott nicht tät, was immer die dann feststellen, das, was wir dann, was jaftet, wenn wir uns dort denken dann. Und vielleicht sagen wir so, ihr sagen, weil das hier vorab nicht muss ein ferner Thema werden, wir weten Gott das immer, aber wir feilen uns zu wenig, aber nur Gott das. Und dann haben wir doch noch war eine gelde Frau. Ich weiß, dass viele Menschen, die handeln, die beten, Gott soll diese Krankheit, diese Coronavirus abbringen, und er hilft nicht. So, ich weiß nicht, aber er hilft noch nicht. Einige Menschen beten, dass Gott soll ihn heilen, er hilft nicht. Einige Menschen beten, dass die ökonomisch, dass der Lohn soll gestoppt werden. Und Gott hilft noch nicht. Einige Menschen beten, dass alle Pläne, was in der Welt sind, selber abgeräumt werden. Und Gott hilft noch nicht. Und wieso nicht? Naja, ich weiß es nicht. Aber das sind Dinge, wir straucheln damit und wir wundern, was jaftet, wenn Gott nicht tät, was tun wir? So, dass du wenig den Gedanken hat an diesem Thema von, wenn Gott nicht tät, was tun wir? Und ich will, zum das wieder betrachten, weil ich kicke nur die Geschichte von Habakkuk in dem Alten Testament. Er hat einen Kartenbrief geschrieben, 3 Kapitels. Und das heißt ein Prophet. Er ist nicht sehr viel von ihm geschrieben. Die anderen Propheten, glaube ich, schreiben nicht von ihm. Bloß er selbst in den 3 Kapitels. Sie nur was zweimal gebraucht in der ganzen Bibel, in diesem Brief, Krack. Es wird erst nicht viel von ihm geschrieben, aber von was er geschrieben hat, kann wir lernen, in welcher Zeit er leben wird, und was in den Umständen passieren werden. Und wir wissen dort, von was er geschrieben hat, dass er lebt in der Zeit, was Jeremia dort, der Prophet. Er wie ein Prophet, Jeremia wie ein Prophet, und wir sind beide in Juda. So, wir wissen dort, ungefähr, was dann als Ferien werden. Wir haben von Jeremia seine Beschreibung, kann wir sehen, was in der Welt passieren wird zu der Zeit. So, was ich will tun von der Mal ist, als ich in Habakkuk nachgehen da, weil ich kicken nur, was in Jeremia sein Leben verging. In der Zeit, wenn dort ja aus den Umständen, wo Habakkuk beim Leben deit. Und in Jeremia, wir sehen, dass er die Gelegenheit, verschiedene Könige zu prophezeien. Und der erste König, für wen er der König Jesaja. In Jesaja wie ein Mann, er war 8 Jahre alt, als er König war. Und ich sage, utiliert, aber er war den Herrn. Und das heißt, ein großer Mann, wie er dann eindacht, und ist er den Tempel den Trachmerken und in der Groven dieser Raum, und er fängt er diesen Rahl, und der wir Gott sein Gesetz, der Moses Gesetz. Und ist er das fängt, und dann brauchen die dort nur Jesaja, und er rollt das auf, und er fängt an zu lesen, und sagt dort, was du geschrieben wird, von wo die leben sollen, und was wird passieren, wenn die nicht werden soll leben. Und er weiß dort, dass wir in Trouble. Sie sind gerade vor wie Manasse. Manasse, der wir einer der seine eine Kinder verbrannt, und der Aufjagd zufriedenstellen, so viel beitet, was der vergingen im Land. Und nu als Jesaja hier, er liest es, und er sagt, oh, wie macht man Dinge tun? Und so er betet, und er prachtet, und er fragt Gott, was soll wir tun? Und das ist interessant. Wenn wir kicken in Jeremia, Kapitel 23, Vers 25, Gott redet durch Jeremia hier, und hier ist Wort von Josia geschrieben wird. Für Josia, wie nicht ein so kann ich sein, der sich so mit dem ganzen Hort in seinem Kraft den Herrn gibt. Kraft als Moses in gesagt wird. Und nur haben wir nicht nach einer, so ist Josia. Sondern wie gesagt, ein bewitzter Mann, wie ein besonderer Mann, wie überzeugt von der Sinn von Israel, von Juda, und wie Matten wird und dreht sein ganzes Hort nur Gott. Und Gott ihr für was der Gott
helpt hem terug met dingen wat hij deed. En hij leidt Jezaja dat hij meest in ganse rijkdom en vrede leven deed. Hij had nog moed gekregen, maar zeer veel vrede wat hij had. En zeer veel dat de Rivia, zeer veel zijn. En bloß einfach een wunderschöne König wird. Keiner so gut voran, keiner hänge an, wat er so zijn hart naar God dran deed. Wundervoll. Aber dat denk ik erst, Jezaja, hij krijgt das wie. Wie zijn mensen, wie waren sterven? Hij starf. Hij is niet meer, hij is dood. En zijn jongens, wat er nu aankomt, weer niet zoals hij. Interessant te denken, ik had het in de Engelse aandacht niet gezegd, maar interessant te denken, wie als Jezaja dood weer, die mensen die werden zo bekemmerd om den König te stellen, dat die namen Jezaja zijn tweeden zien en stelden hem aan als König. En hij regiert maar voor 3 maanden. En dan werd hem de Egypten geschickt als een slaaf. En dan deed de König van Egypten den oudsten broeder Jehoiakim aanstellen als König. Interessant, hij had im eersten Fall so sein. Aber wir nicht immer, ich weiß nicht, was er ist fähig und, aber er deed nicht, was Gott gefallen deed. Hij weer een man, hij weer sehr gegen Gott, das Ding, hij ging oft hängen, sehr viel schlechter im Leben. Dann wir kijken in Jeremia Kapitel 7. En dan zeggen we dat hij had niet een goed gerecht. De König had een opgave en zei, waar mensen dit doen, dan mag we dit wat we dat behandelen worden. Waar mensen de nächsten bestelen doen, dit wat we doen. En de König deed niet zijn arbeidsstaat. Vele dingen wat hij te zien deed. Wanneer de jaars in het land aankwamen, die werden bedreigd. De witwen en de wezen, die werden bedreigd. Er waren veel gerechte mensen, oprechte mensen, die leven genomen. Die andere afgettingen onderaan, die gelijven leens, die stolen, die marden, die huren, alle soorten dingen, die schwuren over leens, die deden brand, incensbrand voor Baal, voor een afgod. Alle soorten slechte dingen wat er passeren, die krijgt je van wat Jezaja de vorige eigen had. Hij had groot neergebracht, je zei het, zum Gott gehorsam sein, en de zeens die draaien het alle overwacht in een andere weg. Jeremia kapitel 22, vers 13 tot 17 zegt es dit. En hier is de reden van de omstelling van Jehoiakim, den König dieser Stadt. Dat zegt, so wordt plus met den Gonen, die eier recht handelt, wanneer hij den Hüt biedt, en de Hüch en ohne Sachen recht te stellen. Hij laat zich lied voor niets schaffen, en tut er niet geloven. Hij plant voor zich een grote huis, een grote boerstoel. Hij laat de vensteren aan en maakt de bed een stroom van zijde. En hooft dat ruim van buiten. Wat die de kennis stond verduinen met veel zijderbrokken. En dan weet je dat je zegt, kijk maar, je hebt hier zo een grote huis gebouwd. En du glaubst, wenn du die grote huis hebt, wenn du zo stroom farmen hast, so stroom halt uit je neel, dan je hebt immer einmal een Reich, dat je kan kennis zijn. Hij zegt, kom back to zijn, nu heb je een andere hier aan de verdachte Jehoiakim aan de vergeten met die voeder Jezaja. Hij zegt, die voeder heeft immer goed geleefd van alles gehad. Zo dan wie gezegd, Jehoiakim, hij had die zaken dat weer bedreigd. En hij deed alles bezig, en hij weer bedreigd. Maar die voeder, hij deed goed. En hij had genoeg, hij had alles. En hij hield zich op wat reich weer, en straalt zijn zaken terug. En zijn recht had hij, dat wat de arm er slecht afweren, en alles kwam goed uit. Dat is niet wat, als dat niet wat woord verduidt, dat hem Herrn anerkennen, echt de Herr. En dan weet je dat, als dat niet wat er passiert van mensen die goed terug zijn, dingen gaan goed voor Vers 17. Und bediene Uhren in Gedanken, dass sie dann bloß auf einreichten Gesetz, dass auch schon die Menschen anbringen, in den nächsten Übnissen, die Gott hat gewollt. In anderen wird gesagt, die hat es ganz überrascht, die hat es ganz schlecht. Du wirst bloß schlechte Dinge, du wirst bloß den einen gewähnt, du wirst kriegen, was andere Menschen kosten, kriegen, was Menschen leiden machen, solange du gewähnt hast, dass alles für dich bekämpft hast. So, das wäre König Jehoiakim. Und das sind die Umstände, was in Habakkuk seine Zeit wären. Ich stelle dich mal vor, wir sind durch die Bibel, wo der Lehrer das Volk. So, Jehoiakim wie ein Mann, er lebte sehr erreicht, hij deed als je bloot vergeten, hij deed mensen te dood brengen, wat niet zullen doodgemerkt worden, en krijgt ze dat het volk. Die leven eierreich, die leven gesatzlos.
Allemaal deed zag voor zichzelf te werden. En dan komen we bij Habakkuk, kapitel 1, de eerste 5 vers. Habakkuk van de richting, dan zag hij wat de kennis zei, hij zag wat de mensen zeiden, hij zag wat de eierreichtigheid, hij zag de hurerie, hij zag de ochtjaderie, hij zag al die dingen. En dat is een grote beweging, die wat de wenig leed, die wenig is, hij kan het weer anders. Dat is einfach een grote zware ding in wat. Hij zegt in de eerste vers in Habakkuk kapitel 1. Dit eerste nu recht van God, in Habakkuk gewesen wordt. Hoe lang zal ik roepen de inhoud en die prijs die ik noem? Hoe lang zal ik schreeuwen? Die woord heeft de overhand en die kan zich helpen. En dan weet je dat Habakkuk, hij zit er, hij zegt, hoe lang moet ik niet schreeuwen? En dit is wat je broek wordt te zijn, de reden is van, en met andere parten, de reden einfach van bloedes uitschreeuwen. Zo hij is zo bedraagt, dat hij schreeuwt en bloedes naar God, wanneer wordt je me helpen? God, wanneer wordt je me aan? Hoe lang zal het zijn? Hoe lang mag ik onderhouden en je hart niet nu? Hoe lang zal ik schreeuwen dat je wilt die naam eeuwigheid en je kan zich helpen? Verstoor je hart moet doen. Hoe merk je mij opmerkzaam op dat er eigenlijk is? En de Engelse Bijbel zegt, en dan zijn en er alle toekijken. Die zegt, die kijkt zo. Maar hij merkt het hier zijn, dus God heeft aan die plek aardig behandeld. Hij heeft de heest al gehad. Hij doet niet allemaal zijn. Wie zijn er dan voor dat? Wie zijn deze groep mensen? Wie durven zich aan de eierrecht te aankijken? Wie zijn christen? Wie durven zich op de eierrecht te besteden? En ik lees dat van Habakkuk. Hij is een profeet. Waarom zal hij dit alle aankijken? Maar hij moet. En hij zegt, God, moet hem juist die minder aankijken. Hij zegt weer aan vers 2. Voor een op de bergen en die wolken gebruikt mensen zagen en streden zich. Dit is wat hij alle dag zegt. En dan wordt het oud en hij zegt, waarom moet het staan? Dan vers 5. De zaad wat ze merkt dat het niet aanvoeren kon, de mens wordt niet voor het gerecht gebracht. De godloze neemt zich de recht van den gerechten en dat gerecht is ons verdrijft. Stel je dit voor, hij zegt, dat je zaad wat zo je merkt dat het nicht antworten kann. En dan wird gesagt, die Saat hat keine Macht mehr. Und von wem gesagt redet hij? Nu stelt je mal vor, hij is een profeet. Mensen krijgt van zeggen, als hij de ook was, is Jezaja, als kan was, en weet je nog, Jezaja, hij weet keiner hat zien, hat so der hij dreht naar God is dieser. Nicht einer Vorarm, nicht einer Nurarm. So hij weet hem aan, der ist der Saatfunk in den Tempel, was sie da nicht merken, die brauchen der Vater König, hij rollt het uit. Oh man, wir haben gesehen, hij dreht sich naar God. Dit Gesaat, wat den König even zeigen, dat het Land aardig wird. Dit Gesaat, wat de mensen er hard drehen, dat het in die Gerechtigkeit drehen. Dit is het Gesaat, waar Habakkuk van reden. Hij zegt, dit Gesaat heeft nu niet meer de macht voor aan te voeten en deze mensen terechtstellen. So, en dan wird gesagt, waar hij wil zeggen, is God, du hast het Gesaat gegeven voor ons terechtstellen en ik moet dort kunnen doen. Ik moet dat wat du gegeven hast, ik moet dort kunnen met deze Gerechtigkeit wat doen. Kart op die voet, hij stelt zich her als een mens, wat de eierrecht leiden moet onder de omstandigheden. Op Engels heb je het woord, hij is een victim. Hij moet eierrecht leiden onder de omstandigheden. Zo stelt hij zich te aan. En so de vrouw is dat werkelijk wat het weer. Wel, eines is, wie doen de krijgt het niet zo. We kijken naar de omstandigheden wat hier ram is. Ik weet niet, is irgendwer van jullie al even gedacht, maar ik heb eerder gezegd, ik wens dingen weer maar waren normaal. Waarom? Wel, ik völlig dat we het zullen dus dit gaan. Zijn we beter? No, we zijn niet. Wat meinen we wanneer we zijn normaal? Meinen we dat we zo drak zijn dat we niet tijd hebben, een voor de anderen? Meinen we dat we zo drak zijn dat we niet tijd hebben? Wat meinen we van normaal? Niet zo? So, ik geloof, Habakkuk, hij wil ook aan de dingen zo terechtgesteld worden. Hij zegt, God, wanneer wordt er anderen? Wie dan ook zo staat. We stellen ons voor, dit is niet reich voor wie in je leven, man. De regering, die merkt de Entscheidung, wo wir nicht mitstimmen. Diese merkt de Entscheidung, wo wir nicht mitstimmen. Und wie machen wir ihr Leben? Und so wie dann krijgt dat wat Habakkuk deed. De werkelijkheid is, wir sind nicht, auf Englisch gesagt, victims. Wir sind hier hergestellt für diese Zeit in der Welt. Gott hat uns hergestellt
für diese Zeit, wo wir leben dann. Wir sind nicht, das ist nicht ein Fehler, dass wir hier sind. Aber Gott lässt Habakkuk nicht bloß tauchen, diese Gedanken, er lässt ihm nicht schwammen, er antwortet an. Hör ich mal, wo Habakkuk der Antwort kriegt von Gott in Vers 5. Als ich das lesen, da will ich bloß sagen, Habakkuk sagt, warum merkst du mich rumkicken und sein all das? Warum lässt du mir alle vor die Uhr, dass ich alle Eierreichtigkeit sein muss, dass ich alles mal kicken? Hör ich mal, was Gott sagt, Habakkuk in Vers 5. Kicken unter der Feld, ja. Und dann will ich sagen, bleib ihm kicken, bleib ihm sagen, zu euch, bleib ihm kicken. Und die wollen wundern machen. Ich war in jener Zeit was wundern, was die Knopf bleiben, was die dort gesagt wird. In anderen wird gesagt, du kriegst die Anstände und du kriegst die so an, als wenn die anderberechtigt behandelt wird, dass du anderberechtigt musst leben und all das. Und hier atmet nicht durchkicken, aber bleib ihm kicken. Aber in der steht, kicken nur der Anstand und sein Wort Gott nicht tut, wenn die Grenze überwunden nicht tut, die Grenze überwunden nicht dort, und der steht, kicken nur Wort Gott nicht tut. Wir fangen an zu kicken nur der Feld, und kick Wort Gott deinen Wort. Wo wen? Er sagt, die wollen abmerken, die wollen ihn wundern machen, über was Gott tut. Die wollen ihn wundern machen, wo wen, wenn er was ein Ding tun, was wir nicht mehr würden, geläuft haben, wann das dort gesagt wird. Und das ist mir abfallen. Ich habe so viel gelesen, dass mir das so abfallen. Wir haben Gott in unsere Dosen eingestoppt. Wir haben ein Model. Hier ist ein Post Gott nennen. Wenn Gott das, oh ja, das ist von Gott. Wenn das, oh, das ist nicht von Gott. Das mal hier nennen Post, wenn hier nicht nennen Post, dann kann das nicht von Gott sein. Ich wundere, wie viele die Gedanken durch diese Jahre in der Vergangenheit, oder wie viele haben Dinge geändert. Und wir haben immer weiter nicht das von Gott stoppen, nicht so? Und er passt plötzlich in der Dose an. Und Gott sagt, ich will was tun, was ihr nicht würden gedacht haben, wann das wird passieren. Was tut er? Verstehst du, alles sagt, er schickt die Babylonians, die kenne ich Nebuchadnezzar, und er schickt diese jüdischen Menschen, die Juden, festnehmen, für wen? Ihn zu bestrafen. Dann wird er ihn wegleden, und dann wird er die Babylonians auch bestrafen für das tun. Sehr interessant. Ich habe sehr ewig gearbeitet, diese letzte Werk, ewig studiert, gebetet. Und mir ist das interessant. Weißt du noch, in 1. Mose Kapitel 1, dann ist Gott den Menschen merken, und dann sagt er, sie sollen in der Welt angehen und fallen ab und regieren über die Welt. So nicht bloß in jedem kleinen Nest, nicht bloß in den Garten einbleiben, aber gut in der Welt, fällt es ab. Sie sollen regieren. Einmal Hans, in ein paar Kapitel wieder, dann werden wir den Turmbühnen in der Babel, und dann weil sie, wo würden wir in der Welt verstehen? Warum würden wir nicht hier so einen Turm bauen, eine Stadt merken, dass wir nur merken von Salz? Wie sind die Menschen? Und dann sage ich Gott, ja, kijk mal, die rechnen alle Sorten an, ich würde lieber eine Sprech schicken, dass die verbessert werden, und dann werden die verspreiden. Wo wen? Dann werden die dort tun, was die sollen in der Welt nennen, verspreiden. So, dann passiert das ja. Aber nicht mehr einmal, nie sind die hier Land, und die haben hier so eine Abgabe, die sollen Menschen einmal, wenn Menschen da durchreisen, die sollen einmal wissen, wer Gott wäre. Und die tun nicht. Die haben hier eine Aktie, hier gehen auf was kann ich, Jehoiakim wir saßen nicht, die bekamen aus am den nicht genannt. Das wäre wir, und das wäre das Volk wir. Und nu sage ich Gott, nu will ich ihn Feind checken, dann will ich ihn festnehmen, dann will ich ihn drittladen. Was wird passieren? Weil die wollen einmal sich zu sein kriegen, dann wollen die böse tun, dann wollen die rückschreien nach Gott, die wollen Trädreien nach Gott, aber die wollen nicht mehr in ihr Land sein. Wo wollen die sein? Die wollen in einem anderen Land sein, wo Gott nicht ist. Wo Gottes Einfluss nicht ist, dann wird Gott hier so verspreit worden in andere Länder. Sie heißen Weich von evangelisieren. Gott hat ein wundervolles Ding von seinem Wort und seinem Gehen wird verkündigen und verspreiten in der Welt. Und er deutet durch diese Menschen Strophen. Und ihr seht, Habakkuk sagt, wo jaftet so? Wo jaftet, was passieren? Gott sagt, die wollen nicht wundern machen, weil die wollen bloß kicken, was ich tun war. Und ich wundere, wo wir uns wundern würden, wenn wir bloß würden rückkicken und sagen, was tut Gott? Was passiert hier wirklich? Aber das ist nicht der eingestellt, wo das passieren wird, wo Gott was Besonderes tut. Wenn wir kicken dann nur Apostelgeschichte, Kapitel 13, du sagst die Geschichte von Paulus, haben wir einen Mann, wie Schack von Gott, können vergleichen mit einem Prophet. Er hat nicht prophetisch reden unbedingt, aber wir die Zeit wird überdrehen von den Juden, die war von denken. Aber Hans, erst in Antioch,
En hij heeft dus in de Judenschule naam, en in de Judenschule dan dus zo, wat alle Sabbat wordt dus je leest van de God zijn woord, en dan als je wirklich lesen is hadden, dann sehen sie den Paulus und Silas führen durch, dann sehen sie, hat die Brüder noch irgendwas zu sagen? Paulus steht ab und er fängt an zu vertalen. Er fängt an in Vers, das Apostelgeschichte 16, in Vers 16 fängt an zu vertalen von wo der Gott sein Volk sein, für die Juden, wo der Gott sein Volk sein, und wo Gott ihn hat von Ägypten geleitet, und dann für 40 Jahre hat er mit ihnen zu tun gehabt in der Wüste, und als du sie warst mit ihnen taub, und dann hat er in das Land geleitet, hat er Rechte gegeben, dass die sollen das Land rechten, zum Wiesen, was reich ist, was arg ist, wo Gott leiden wird und all die Dinge. Und dann bat Samuel, der wird der letzte Richter, und dann brachte er einen König. Und das für die Menschen zu sagen, die wollen einen König. Und dann der zweite König, dann sieht Gott, der wird David, er sagt, von dem sein Sohn wird er einen Rara schicken. Und das wird Jesus. Er hat wieder, sagt er, und das ist Jesus, den haben unsere Menschen, unsere Juden, haben ihm dort gemerkt, haben ihm groß gelegt, aber Gott hat ihn abgeweicht. So, und dann wird gesagt, er legt ihm das Evangelium hier aus. Er sagt, was hier passiert ist. Und dann sagt er das in Vers 40, durch 41. Sei interessant. Er sagt, sei die Juden können irgendwas sein. Wenn er wieder jemand, wenn er die Juden nicht Evangelium vertrauen, dann streiten die jeden an. Das sehe ich schon mal. Und er sagt, er irgendwas sagt, er sagt, sei ihn für nicht treffen, was die Propheten gesagt haben. Ich kicke mal, je später. Wundert, und kommt an. Der nächste Part, was der Charakter sein, von Gott hier. Wir es aktiv in Unity verbinden, was niemals bleiben würden, wann nach ihrer Vertrauen wird. Hier ist was passiert. Die Juden, er sehen, denken, von wo Gott looten wird, von wo Gott den Messias schicken wird. Er wird in König schicken, er wird ihm schicken, wo Rom wird von der Land getrieben, er wird Israel Topstall, da alle wird friedlich sein, und die würden gewähnt sein über die ganze Welt, die würden einen Namen haben, die würden sein, Gott sein ausgewähltes Volk, die würden stehen in Frieden, und die würden fairerweise arbeiten im Leben. Aber Gott tut nicht so. Gott, der kriegt Wort, was er nicht glauben, wann er dort gesagt wird. Was tut er? Er selbst kam als Mensch, als ein Kind, wird geboren in der Mutter, vom Mutterlieb. Er was ab, ein junger Bengel, Schuljahren da und all diese Dinge. Was ab, ein großer Mensch, lebt mit Menschen, und die Dascherien und all diese Dinge. Und dann fängt er an zu predigen, er lehrt Menschen. Und dann wird am Tod gemerkt, und Gott reicht ihm weiter ab. Ganz anders, als was die Menschen sich vorgestellt haben. Und dann sagt er, kick mal, wenn die nicht von das glauben, wenn die glauben, dass Gott nicht von einem besonderen Ding tut, und die stoppen an eine Dose an, dann wird das eine Prophezeiung, dass das von ihnen geredet wird, dass die schließen ihn tot, was Gott passieren wird. So, was meint es dann alles taub? Habakkuk, er kijkt nu diese Umstände, er sagt bloß die Umstände, das leid sehr, sehr gries. Wir sehr ärgerlich, wir sehr viel Sinn, das leid nicht sehr schmack, sehr viel Hürerei, Aufjaderie, die wir stehlen, Mord, all die Dinge wieder werden. Und Gott sagt, bleib ihm kicken. Aber kick nicht nur, was ich nicht tue, kick nur, was ich tue. Paulus sagt zu den Juden, er sagt, kick mal, was Gott tut. Nicht kicken nur, was er nicht tut. Gott tut nicht so, als die Juden gedacht haben. Er hat erst nicht in diese Dose gestoppt. Er tut anders, als wo wir am begrenzen tun. Und so nu, wenn ich an uns denke, dann habe ich eine Frau. Da wir arm in so eine Dose stoppen. Was für eine große Dose haben wir am stoppen tun? Kann er kriegen in eine Dose 12 Pfund? Wo kann er nehmen? Kann er ein bisschen eine größere Dose nehmen? Kann er das Gebiet nehmen? Wo kann er nehmen? Wo passt Gott nehmen? Sie, ich glaube, Gott sagt von der für uns, kriegt so. Kick nicht bloß nur die Umstände. Yes, der Coronavirus, der erst war. Jo, Menschen, die müssen leiden. Jo, die ökonomisch, das bedreigt. Jo, das alles Wort hat. Nicht der Clean merken, über was passieren wird. Aber kick nicht bloß und wunder, wann was Gott, oder was, das Gott nicht, oder was los. Nicht bloß kicken nur, was wie nichts sein. Aber kick nur, was das Gott. Wenn ich glaube, Gott wird in wundervolle Dinge erreichen, er wird in wundervolle Wege arbeiten, und ich glaube ganz krass, dass in Habakkuk seine Zeit, in Paulus seine Zeit, Menschen wollen nur Gott drehen. Ich glaube dort. Und so die Frage, was ich habe für uns,
Es kann wie ab hier mal kicken nur die Umstände und sagen, wir leben hier so unabrechtig in diesen Umständen und kicken lieber nur, was das Gott. Und wo kann ich ein Prozent davon? Wo kann ich an Gott sein Weg von Arbeiten, den Nanhüpsen und Arbeiten nicht? So das ist meine Ermunterung für uns, als Challenge für uns von dir. Ab hier mal kicken nur die Umstände. Ab hier mal kicken nur, was passiert nicht. Und kicken, was passiert. Und dann fragen, wo kann ich ein Prozent davon? Ich glaube, Gott wird große Dinge tun. Ich glaube das einfach. Wir wollen noch zu beten, dann wollen wir noch ein Schlusslied haben. Vater, danke schön für dein Wort. Danke schön für den Beispiel von der Habakkuk, dem Prophet. Er kijkt so sehr nur die Umstände, Vater. Aber du siehst, er soll kicken nur, was du denkst. Nicht bloß kicken nur die Umstände. So ich bete für uns, dass MJ sagen, alle, was du kicken tun im Livestream. Herr Gott, help uns, dass wir nicht so vertieft sind um die Neuigkeiten, nicht so vertieft sind um die Nummern, nicht so vertieft sind um die Umstände, aber lieber uns vertiefen, das Wort des du. Vor dann Frauen und kicken, wo wirst du ansprechen? Wo können wir im Port sein davon? Herr Gott, musst du uns leiden, musst du uns überzeugen, musst du uns tragen, dass wir sein, was dein Plan ist, und dass wir würden nur folgen. In Jesus' Namen. Amen. Vielen Dank für die Botschaft, Henry. Und vielen Dank, Gott, dass du ein allmächtiger Gott bist. Gott, wo wir nicht alles anwenden. Absolut, dass Gott ist ja das Unmittelbare. Just circle that God is just holy, holy, Wel, vielen Dank geschehen für den Teilnehmer an der Andacht von der Samaris. Ich will nu noch zum Segensspruch lesen von Römer Kapitel 15, Vers 5 und 6. Moge ons Herr Jesus Christus zelf en God ons Vader, der ons Gott ist, in uns einen ewigen Trost, in eine gute Hoffnung durch seine Gnade vergift hat. Jene Horten trösten, und jene Streit merken, in alle gute Daunen und Reden. Dankeschön für mich, von dir. Gott segne ihn.